Ich begrüße Sie herzlich zum Modul 3c Visualisierung von Texteigenschaften. Wir wollen uns also mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern Visualisierungen interessant sind, um korpuslinguistische Fragestellungen zu beantworten und welche Möglichkeiten es dazu gibt. Hier ein kurzer Überblick über die Inhalte dieses Moduls. Zuerst möchte ich gerne einführen in die Grundlagen der visuellen Analysemethoden. Dann schauen wir uns an ein paar wichtige Möglichkeiten, Texteigenschaften zu visualisieren. Und schließlich möchte ich diverse Tools kurz anreißen, vorstellen und ein paar Empfehlungen geben über Visualisierungsmöglichkeiten. Zunächst also zu den Grundlagen von Visualisierung. Es ist klar, wenn wir mit Texten arbeiten, quantitativ mit großen Textmengen, dann ist es nicht sehr praktisch, mit diesen Rohdaten zu arbeiten. Sie sehen hier beispielsweise eine Suche nach Berge im Text- und Bergkorpus in Textform. Wenn wir das hier in dieser XML-Kodierung uns ansehen, dann haben wir keinen Überblick darüber, wie viele Treffer wir nun haben für Berge, ob das der einzige hier ist oder nicht. Das ist alles ein bisschen übersichtlicher. Und die Ihnen bereits bekannte Keyword-in-Context-Darstellung ist ein Versuch, mit visuellen Methoden Ordnung in unsere Treffermenge zu kriegen. Man sieht hier auf einen Blick die Treffer, kann blättern, sieht, in welchen Kontexten die typischerweise auftreten. Bereits das ist eine Form von Visualisierung. Man kann aber natürlich weitergehen. Sie sehen hier einen Screenshot der Seite dwds.de. Das ist das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, was im Prinzip eine große Korpussammlung ist von unterschiedlichen Textquellen und eine Analyseplattform, in der man recherchieren kann. Sie können hier, genauso wie Sie das bereits kennengelernt haben, Keyword-in-Context-Anzeigen erhalten, Sie können Kollokationen berechnen etc. Sie haben aber hier auch bereits erste Visualisierungsmöglichkeiten, die über Keyword-in-Context hinausgehen. Beispielsweise sehen Sie hier eine Art Wortwolke von typischen Lexemen, die als Substantiv zusammen Berg auftreten. Hier sehen Sie ein typisches Balkendiagramm, wo wir die Entwicklung der Verwendung des Wortes Berg sehen können über die Zeit von 1900 bis 2000. Zusätzlich sehen wir hier die Zusammensetzung der einzelnen Treffer, also in welchen Textsorten die Treffer vorkommen. Auch die Anordnung natürlich hier mit diesen 4 Fenstern ist eine Art von Visualisierung. Sie versucht ja, uns auf einen Blick möglichst viele Informationen auf eine transparente, gute Art und Weise zu präsentieren. Es gibt dann natürlich eine ganze Palette von Visualisierungsformen sprachlicher Daten. Hier sehen Sie ein Netz von Kollokationen. Ich zeige Ihnen das gleich live. Hier sehen Sie nun die typische Bergsteigergeschichte. Wir haben hier die typischen Kollokationen gerechnet, die in 150 Jahren Bergsteigerberichten, also dem SAC-Korpus, vorkommen und als Netz visualisiert. Sie sehen hier also den Überblick, wo Sie noch nicht so viel sehen. Wenn Sie jetzt reinzoomen, dann können Sie sehen, was so die typischen Themen sind, mit denen sich eben Bergsteigerberichte auseinandersetzen. Beispielsweise ist klar, wenn man in die Berge geht, dann ist das Wetter ein Problem. Da sehen Sie, dass also dann der Wind heulen kann und der Sturm einem Eisnadeln ins Gesicht peitschen kann. Der Westwind bläst heftig. Und von diesen Strapazen wird man natürlich dann irgendwann müde. Der Schlaf übermannt einen, die Müdigkeit übermannt einen. Man muss den Hunger stillen und braucht dann mal ein bisschen Tee, einen Schluck Tee aus der Thermosflasche oder dann eine Bouillon, eine Suppe, die man schlürft, einen Bissen, den man gierig verschlingt, und dann darf es natürlich auch mal ein Cognac sein oder ein Kaffee mit Zucker oder ein Wein, den man trinkt und so weiter und so fort. Sie sehen also, das ist quasi die typische Bergsteigerbericht, visualisiert eben einfach als Netz von Kollokationen.
Die Farben repräsentieren Cluster von Knoten, die besonders viele Verbindungen untereinander haben. Das kann man eben dann maschinell berechnen und kriegt dann mit Farben markiert eben auch typische Themencluster, die in diesen Daten vorkommen. Wir haben nun bereits ein paar Formen von Visualisierung gesehen und die Visualisierungen unterscheiden sich grundsätzlich und man kann die so ganz grob in zwei Gruppen unterteilen. Auf der einen Seite haben wir typische Präsentationsgrafiken, Presentation Graphics. Das sind Grafiken, die in erster Linie darstellen sollen, was wir bereits herausgefunden haben. Also beispielsweise, wenn Sie Frequenzen eines Wortes über die Zeit gezählt haben, dann zeichnen Sie vielleicht ein Balkendiagramm und können dann sehr gut visualisieren, wie sich eben die Häufigkeit dieses Wortes verändert hat. Die Information, die Sie da visualisieren, ist für Sie, der eben die Visualisierung erstellt, nicht neu. Sie haben vielleicht vorher eine Tabelle gehabt und haben das schon gesehen, aber es ermöglicht eben der Leserin oder dem Leser auf einen Blick die Tendenz der Entwicklung zu erfassen. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte explorative Grafiken, die eher dazu dienen, im Forschungsprozess selber etwas über die Daten zu lernen. Beispielsweise das Kollokationsnetz, was ich Ihnen gezeigt habe, über die typischen Bergsteigerberichte, ist so eine explorative Grafik. Wenn man die Daten erstmal visualisiert als Netz, dann weiß man noch nicht, was an interessanten Informationen da drin steckt. Erst mit der Arbeit mit diesem Netz lerne ich neue Dinge über die Daten und kann Hypothesen daraus generieren. Sie sehen hier ein Modell von Keim et al., was ganz schön beschreibt, in welchem komplexen Umfeld eben explorative Visualisierungen stehen. Wir haben einerseits Daten, die wir visualisieren wollen, und Sie sehen hier aber bereits zwei Wege. Natürlich ist es nicht so, dass wir nur mit Mitteln der Visualisierung arbeiten normalerweise, um etwas über diese Daten zu lernen, sondern wir arbeiten auch mit statistischen Modellen beispielsweise, die eben nicht mit Visualisierungen arbeiten, sondern wo wir dann tatsächlich irgendwelche Tabellen anschauen und versuchen zu interpretieren. Das sind typische Data Mining Aufgaben. Ein einfaches Beispiel ist, wenn Sie sich Kollokationen berechnen lassen und Sie dann einfach die Kollokatoren als Tabelle sich anschauen, dann ist das allenfalls eine leichte Form von Visualisierung, aber es ist in erster Linie eben ein statistisches Modell, das Sie gemacht haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie eben wirklich visuelle Analysemethoden nutzen, dann wird erst durch die Visualisierung selber es möglich, die Daten sich anzuschauen und zu interpretieren. Das Beispiel wäre eben das Kollokationsnetz, visualisiert als Netzgraph. Und in der Arbeit mit dieser Visualisierung lernen wir etwas über die Daten. Sie sehen hier, wenn wir visualisieren, dann benötigen wir eine Art Mapping-Prozess. Das heißt, wir müssen definieren, wie wir bestimmte Eigenschaften überhaupt visualisieren. Am Beispiel des Netzes können wir das gut sehen, dass natürlich eben die Verbindung, also die signifikante Assoziation zwischen zwei Wörtern definiert wird als Beziehung oder visualisiert wird eben als Beziehung zwischen zwei Knoten, visualisiert durch eine Kante. Ja, und die Art und Weise, wie wir hier eben eine Form des Mappings finden für die Visualisierung, die führt dann eben zu einer bestimmten Art von Visualisierung, mit der wir arbeiten können. Aber wir können hier natürlich auch andere Mapping-Formen finden, je nach Zweck, den wir verfolgen wollen. Sie sehen hier in diesem Modell, dass eben beide Wege, sowohl der Weg über die Visualisierung als auch über statistische Modelle, führen im besten Fall natürlich zu neuem Wissen, was wir gewinnen wollen. Und meistens gibt es dann eben auch einen Feedback-Loop, dass natürlich dieses Wissen wiederum zurückgeht zur Datenaufbereitung und wir vielleicht Daten nacherheben oder die Daten modifizieren und eben neue Formen der Visualisierung oder der statistischen Modellierung finden, um etwas daraus zu lernen. Ja, Diagramme, Visualisierungen, die haben eine ganz eigene, spezielle Kraft und sind eben im besten Fall mehr als nur eine Darstellung von Analyseergebnissen. Und das kann man sehr schön sehen an diesem klassischen Beispiel.
aus Platon, der in Menon eben Sokrates sprechen lässt mit einem Sklaven. Und die Fragestellung ist in diesem Gespräch, was eben Sokrates mit Menons Sklaven führt, was muss ich tun, um die Fläche eines Quadrates, hier rot, zu verdoppeln? Es entwickelt sich ein Gespräch und Menons Sklave, der überlegt dann, ja, der naheliegende Weg ist eben, dass ich die Seitenlänge hier einfach verdopple und so vielleicht zur doppelten Fläche komme. Wenn ich jetzt hier weiter zeichne, dann merke ich natürlich, dass ich nicht die doppelte Fläche erhalten habe, sondern die vierfache Fläche der ursprünglichen roten Fläche. Ich sehe also sofort in meinem Diagramm, dass das so nicht funktioniert. Wir haben jetzt 4 Quadrate statt eben 2 Quadraten. Ich möchte also eigentlich ja zu einer Fläche kommen von 2 Quadraten, wenn ich die doppelte Fläche haben möchte. Wenn ich diese 4 Quadrate habe, was ich tun muss, um zur Hälfte zu kommen, ist, dass ich eben von jedem dieser 4 Quadrate nur die Hälfte verwende. Das mache ich, indem ich eine Diagonale ziehe und dann diese Dreiecke zu einem Quadrat zusammenfügen kann. Und hier sehe ich nun, dass ich mit dieser blauen Fläche nun die doppelte Fläche habe dieser roten Fläche, weil ich von jedem dieser 4 Quadrate eben nur die Hälfte genommen habe und damit ja eben die Fläche von 2 Quadraten habe. Was ich dabei eben auch sehe, ist, dass entscheidend, um diese Fläche zu bilden, nicht die doppelte Kantenlänge des ursprünglichen Quadrates ist, sondern die Hypotenuse. Die Diagonale ist also wichtig. Ich muss die Diagonale haben und dann kann ich daraus eben die doppelte Fläche generieren. Ja, und somit habe ich gezeigt, anhand eines Diagramms, was ich tun muss, um eben die doppelte Fläche zu erhalten. Und das Tolle an einem solchen Diagramm ist, dass ich quasi durch Zeichnen all das aufgezeichnet habe, was ich weiß, und dann durch Operationen mit dieser Zeichnung etwas lerne, was ich vorher nicht wusste. Im besten Fall funktioniert eine Visualisierung genau so. Ich stecke also Wissen, was ich habe, hinein und operiere mit diesem Diagramm, mit dieser Visualisierung und lerne daraus etwas Neues und kann zum Beispiel Hypothesen daraus generieren, die ich dann wiederum mit anderen Mitteln überprüfen kann. Natürlich ist es nicht immer so schön, dass ich quasi einen Beweis führen kann, diagrammatisch, wenn ich mit Textdaten arbeite, aber es zeigt so ein bisschen das Potenzial von Diagrammen, die eben mehr sind als einfach nur eine Ergebnisdarstellung. Es ist ganz interessant, einen Blick in die Geschichte der Visualisierung zu werfen. Das können wir jetzt hier nicht vertiefen. Ich möchte nur verweisen auf eine interessante Webseite von Michael Friendly und Daniel Dennis. Die haben ganz viele Visualisierungen analysiert, historisch, und zeigen auf der Webseite eben, wann besonders wichtige neue Formen von Visualisierung erfunden worden sind. Da können Sie also zurückgehen bis natürlich zu den alten Griechen oder im Mittelalter, wo man beispielsweise ganz schöne Darstellungen sieht, wie Mönche die Laufbahn von Planeten in einem Liniendiagramm visualisiert haben. Nun wollen wir uns mit linguistischen Eigenschaften von Texten kurz auseinandersetzen und da gerade auch zeigen, wie man mit Visualisierung etwas über solche textstatistischen Gesetzmäßigkeiten lernen kann. Ich habe dafür für Sie eine kleine Präsentation hier vorbereitet, eine Visualisierung von Texteigenschaften, die wir uns jetzt zusammen anschauen. So, schauen wir mal, wie wir mit ganz einfachen Mitteln Texteigenschaften visualisieren können. Wir lassen jetzt hier, wir durchlaufen sozusagen einen Korpus, einen Pressekorpus. Sie sehen hier der Text, der verarbeitet wird, und wir sammeln oder wir ordnen diese Wörter hier an.
Einerseits werden die Wörter hier diesen Wortartklassen zugeordnet. Also immer wenn wir Nomen antreffen, dann wird es in diese Spalte hier eingefügt, rot, dann Adjektive, blau hier, Verben und hier Pronomen und Partikeln und hier eine Restgruppe von allen anderen Wortarten. Sie sehen nun, wie diese Spalten langsam wachsen. Das heißt, die Gruppe der übrigen Wortarten wächst am schnellsten, da fällt am meisten rein. Dann aber die Nomen, das ist die zweitschnellste Gruppe sozusagen, die am zweitschnellsten wächst. Dann die Pronomen und Partikeln, dann die anderen beiden. Wir sehen auch, wie lang die Wörter ungefähr sind. Die Nomen tendieren dazu, die längsten Wörter zu umfassen, was im Deutschen natürlich nicht verwunderlich ist mit den Komposita. Hier oben sehen Sie auch die Wortlänge abgetragen, indem wir einfach jedes Wort hier schreiben in transparenter Farbe, so dass es durchscheinend ist. Es gibt also vereinzelt Wörter, die so lang sind, die meisten befinden sich aber in dieser Region hier. Und dann haben wir hier unten noch weitere Statistiken, die interessant sind. Hier in der ersten Grafik wird einfach aufgeführt, quasi die Wörter, die wir antreffen, Wortformen, wie viele wir gesehen haben. Und hier ist klar, also wenn wir 1000 Wörter gesehen haben, dann sind das eben 1000 Wörter, die da vorkommen im Korpus. Die anderen beiden Linien, die zeigen Types an. Das heißt, wenn wir nun wissen wollen, wie viele unterschiedliche Wörter wir angetroffen haben, dann können wir uns an diesen Linien orientieren. Wenn wir also beispielsweise hier knapp 3000, wir sind jetzt bei 2800 Tokens, Wörtern also, die wir gesehen haben. Wenn wir also bei 3000 sind, dann haben wir erst ungefähr 1200 unterschiedliche Wörter gesehen. Diese Kurve flacht so langsam ab mit der Zeit, das heißt auch je mehr Text wir sehen, steigt die Anzahl der unterschiedlichen Wörter, die wir gesehen haben, nicht linear an, wie es natürlich die Tokens-Kurve tut, sondern das flacht eben langsam ab. Die zweite Kurve hier sind ebenfalls Types, aber Lemma-Types. Das heißt, wenn wir alle Flexionsformen zu einem Type zusammenfassen, dann erhalten wir diese Werte hier. Und diese Kurve ist natürlich noch ein bisschen flacher als eben die normalen Types. Hier sehen Sie zwei Kurven, die die ZIP-Verteilung zeigen. Das heißt, was wir hier machen ist, schauen wir uns erst die dritte Grafik hier an. Wir ordnen die Types nach Frequenz an. Das heißt, es gibt ein Type-Wort, das insgesamt in diesen 3000 Wörtern 161 Mal vorkommt. Dann gibt es ein weiteres, was ein bisschen weniger oft vorkommt. Hier ein dritter Punkt, vierter Punkt. Und dann sinken die Werte rapide ab. Das heißt, es gibt nur wenige Wörter, die hochfrequent sind und es gibt ganz, ganz viele Wörter, die sehr niedrigfrequent sind. Das ist eine typische ZIP-Verteilung, wie wir sie bei Sprachdaten oft antreffen. Man kann das jetzt hier noch auf einer logarithmierten Skala abtragen, so dass wir eben im Idealfall, wenn diese ZIP-Verteilung gilt, eine Gerade hier kriegen. Und das sehen Sie hier auch, dass sich diese Gerade hier ergibt. Sie können hier ein anderes Korpus wählen, beispielsweise das SAC-Jahrbuch von 58, die ersten 3000 Wörter. Und wir beschleunigen hier das Tempo ein bisschen, dass wir nicht so lange warten müssen. Und Sie sehen hier, wie die ZIP-Kurve sich auch langsam ergibt. Also schon nach den ersten 300 Wörtern sehen wir ungefähr diese ZIP-Kurve. Und hier in der logarithmierten Fassung. Auch hier die Verteilung auf die Wortartklassen wird ganz ähnlich ausfallen wie beim ersten Korpus. Auch hier sind die Nomen am längsten und die Pronomen und Partikel natürlich am kürzesten. Ja, schauen Sie sich das selber noch ein bisschen an und spielen Sie damit rum. Das sind also ganz einfache Visualisierungsformen von grundlegenden textstatistischen Maßen.
Wir haben also gesehen mit dieser Visualisierung, und das möchte ich hier nochmals kurz zusammenfassen, einerseits das Verhältnis von Tokens und Types. Ja, ein Token, das ist eben eine Wortform im Korpus, also wenn Sie so wollen, wenn Sie die Anzahl Tokens im Korpus zählen, dann zählen Sie die Wörter, die in einem Korpus vorkommen, graphematisch eben definiert als Buchstabeneinheiten oder Menge von Buchstaben, die sich durch Wortbegrenzungen unterscheiden. Und Types sind dann eben die Anzahl unterschiedlicher Wörter, die ich in einem Korpus finde. Und das Verhältnis dieser beiden Maßzahlen zueinander sagt etwas darüber hinaus, wie lexikalisch reich der Text eben ist. Das heißt, wenn ich sehr viele unterschiedliche Wörter, also Types, habe im Verhältnis zu der Anzahl Tokens, dann ist der Text lexikalisch reicher, als wenn es weniger unterschiedliche Wörter, also Types, sind. Sie können bei Perkun et al. Noch genauer nachlesen, wie das mit diesem Type-Token-Verhältnis funktioniert und was auch alternative Maße sind, die noch besser funktionieren als eben dieses Type-Token-Verhältnis. Dann haben Sie die typische ZIP-Verteilung gesehen, die wir bei sprachlichen Daten immer antreffen oder sehr oft antreffen, dass eben die Frequenz eines Wortes umgekehrt proportional zu seinem Rang ist in einer sortierten Wortliste. Wir finden in einem Korpus also typischerweise sehr wenige Wörter, die hochfrequent sind und ganz viele, die eben niedrigfrequent sind, und das führt dann eben zu einer solchen Kurve, einem langen Schwanz von vielen, vielen Wörtern, die eben sehr selten im Korpus vorkommen. So, im dritten Teil möchte ich nun auf die Praxis der Visualisierung zu sprechen kommen und ein paar Möglichkeiten und Tools vorstellen, die interessant sind. Wir können natürlich hier jetzt nicht jedes Tool genau vorstellen. Ich kann das nur ein bisschen anreißen und Ihnen kurz skizzieren, was man damit machen kann. Natürlich ist es oft naheliegend, eine Tabellenkalkulation zu verwenden, wie OpenOffice oder Microsoft Office, um Dinge zu visualisieren. Das kennen Sie höchstwahrscheinlich, dass Sie hier bestimmte Visualisierungsmöglichkeiten haben, wenn Sie irgendwelche Tabellen haben von Zahlenreihen und wie in diesem Beispiel hier mit Liniendiagrammen eine diachrone Entwicklung beobachten möchten. Was sind die Vor- und Nachteile, wenn ich mit eben den Bordmitteln der Tabellenkalkulation arbeite? Es ist klar, es liegt auf der Hand, es ist sehr einfach bedienbar. Praktisch alle haben schon mal mit einer Tabellenkalkulation gearbeitet. Die Einstiegshürde ist da sehr niedrig. Es ist auch so, dass man mit einer Tabellenkalkulation mehr machen kann, als die meisten denken. Vor allem im Zusammenhang, wenn Sie eben die statistischen Auswertungsmöglichkeiten verwenden, die in normalen Tabellenkalkulationen zur Verfügung stehen. Es ist auch schon mal gut, dass Sie da mit strukturierten Formaten arbeiten, das heißt, Sie erfassen eben Ihre Zahlen schon mal in einer strukturierten Form, können das auch strukturiert exportieren als CSV-Dateien beispielsweise und in anderen Programmen weiterverarbeiten. Das ist natürlich viel, viel besser, als wenn Sie irgendwelche Zahlen in Word-Files beispielsweise abspeichern. Es gibt aber auch Nachteile, wenn Sie mit Tabellenkalkulationen visualisieren wollen. Die Visualisierungsmöglichkeiten sind doch einigermaßen limitiert und folgen halt so dem Kanon der bekannten Visualisierung. Sie können eben Balkendiagramme, Liniendiagramme, Kreisdiagramme und so weiter machen, aber sehr viel weiter kommen Sie damit auch nicht. Ist klar, dass sich das besonders für Präsentationsgrafiken eignet und dort auch nicht viel einzuwenden ist dagegen. Aber vor allem, wenn Sie explorativ arbeiten wollen, dann stoßen Sie natürlich schnell an Grenzen. Die Visualisierungsmittel sind oft auch nicht geeignet, um sehr große Datenmengen damit zu verarbeiten. Und es ist schwierig, eben eine Live-Anbindung sozusagen an andere Programme zu kriegen. Sie können das meistens eben nur über Import und Export von Daten erreichen. Was sind denn die Alternativen? Ich würde Ihnen R ans Herz legen.
R ist, Sie sehen hier einen Screenshot, eine sehr mächtige Umgebung, die inzwischen sehr stark verbreitet ist zur Verarbeitung von Daten und statistischen Analysen sowie eben auch Visualisierungen. Sie sehen hier das Beispiel RStudio, wo Sie eben mit relativ einfachen Befehlen relativ leicht Visualisierungen erreichen können. Hier ein Assoziationsdiagramm beispielsweise. Kurz zu den Vor- und Nachteilen. Es ist, wie gesagt, eben ist R eigentlich eine ganze Programmiersprache, mit der man weit mehr machen kann als nur Dinge visualisieren. Die Einstiegshürde, würde ich sagen, ist relativ niedrig im Vergleich zu anderen Programmiersprachen, da es interessante Oberflächen dafür gibt, eben zum Beispiel RStudio. R ist sehr, sehr flexibel. Fast alles ist möglich damit zu realisieren, weil es eben weit mehr ist als nur eine Sprache, um Dinge zu visualisieren oder statistische Berechnungen zu machen. Das R ist Open Source, wird von einer großen Community weltweit weiterentwickelt und es gibt deswegen auch ganz viele Pakete für ganz bestimmte Aufgaben. Wenn Sie also einen bestimmten Wunsch haben, was Sie machen wollen, dann finden Sie oft eben auch ein entsprechendes Paket, das bereits jemand mal gemacht hat, das Sie anwenden können. Trotzdem, es ist eine Programmiersprache und ich habe geschrieben, kein grafischer, ich nehme dich an die Hand Assistent. Es gibt natürlich eine Einstiegshürde, aber ich würde sagen, es ist eine nachhaltige Investition, wenn Sie mal einen R-Kurs belegen beispielsweise und sich da einarbeiten. Natürlich gibt es für speziellere Bedürfnisse auch eigene Tools, die Sie nutzen können, die extra dafür gemacht sind. Oft wollen Sie vielleicht Karten visualisieren, wenn Sie beispielsweise Daten haben, die man irgendwie geokodieren kann, also wo Sie geografische Informationen haben dazu. Hier eine Empfehlung für 2 JavaScript-Bibliotheken, die Sie dafür verwenden können, OpenLayers und Leaflet, die ebenfalls Open Source sind, stark weiterentwickelt werden momentan und sehr flexibel einsetzbar sind, um eben Karten zu erstellen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit sind Netzwerke, wenn Sie Daten haben, die irgendwie in einer Form als Netz dargestellt werden könnten, dann kann ich Gephi empfehlen, was ebenfalls eine Open-Source-Anwendung ist, mit der man sehr leicht Netzwerke darstellen kann und eben die Art der Darstellung auch gut beeinflussen kann, statistische Maße auf Netze anwenden kann, etc. Eine Alternative dazu vielleicht ist GraphViz, was auch eine Software ist, um eben Netzwerkgraphen zu visualisieren, was ebenfalls Open Source verfügbar ist. Zuletzt möchte ich noch auf diese 2 Bibliotheken hinweisen, vor allem D3.js ist ebenfalls eine JavaScript-Bibliothek, die extra dafür gemacht ist, um mit relativ einfachen Mitteln und wenig Aufwand große Datenmengen gerade für explorative Visualisierungen zu verarbeiten. Auch da gibt es eine sehr lebhafte Community, die laufend interessante Visualisierungsansätze auch entwickelt, um eben Daten zu visualisieren. Dann noch P5.js, was eine JavaScript-Version ist der Programmiersprache Processing. Processing ist eine Programmiersprache, die sich besonders an Grafikerinnen, Designer, Künstlerinnen und Künstler richtet, die interessante Experimente mit Visualisierung machen wollen. Und die JavaScript-Variante ist wirklich eine gute Möglichkeit, um sehr einfach in Webanwendungen, im Browser Dinge zu visualisieren und zu zeichnen. Es gibt noch viele mehr solche Bibliotheken. Momentan ist die Szene sehr lebendig und es entstehen beinahe täglich neue Bibliotheken. Da müssen Sie sich einfach auch ein bisschen umschauen, was gerade aktuell und interessant ist. Zuletzt zeige ich Ihnen noch eine Visualisierung von sogenannten Geokolokationen, die mit D3 realisiert ist, also diese JavaScript-Bibliothek, die ich gerade kurz erwähnt hatte.
Es geht darum, hier in großen Textkorpora zu sehen, mit welchen Attributen, also mit welchen Wörtern bestimmte Toponyme, also Ortsangaben, typischerweise vorkommen. Sozusagen, wie die Welt eben über Diskurse geprägt wird, unser Bild der Welt, welche Assoziationen wir eben haben zu bestimmten Regionen. Sie sehen nun auf dieser Karte Kollokatoren visualisiert, Kollokatoren zu Toponymen. Die Toponyme sind natürlich georeferenzierbar, das heißt, man kann sie Orten zuweisen und dann die Kollokatoren, die dazu gehören, entsprechend auf der Karte platzieren. Die Korpusdaten hier sind Daten von Spiegel und Zeit, also ein Pressekorpus, und man sieht hier bereits mal, über welche Regionen überhaupt berichtet wird. Sie können in die Karte hineinzoomen, um bestimmte Gegenden genauer anzusehen, und Sie können sich natürlich auch bewegen auf der Karte. Und wenn Sie über die Kollokatoren fahren mit der Maus, dann tauchen gleichlautende Kollokatoren werden größer, sodass Sie sofort sehen können, ob eine Kollokation eher globalen Charakter hat, also an mehreren Orten vorkommt, wie beispielsweise europäisch oder Prozent, Land, oder ob es sich eher um lokale Kollokatoren handelt, die nur in bestimmten Regionen auftreten. Es gibt hier diverse Filtermöglichkeiten, auch alternative Darstellungsformen. Am besten probieren Sie das selber aus und experimentieren damit. Ja, damit wären wir schon am Ende dieses Moduls. Ich fasse ganz kurz zusammen. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass Visualisierungen eben weit mehr sind als einfach nur eine Darstellung von Analyseergebnissen. Explorative Grafiken sind ein ganz interessanter Ansatz, um eben mit großen Datenmengen arbeiten zu können. Mit guten Visualisierungen kann man operieren. Es ist also ganz wichtig, Visualisierungen auch eben dynamisch, interaktiv zu denken, um sie eben als Gegenstand des Forschungsprozesses zu sehen, dass ich eben die Visualisierung bereits im Forschungsprozess einsetze, um etwas über die Daten zu lernen. Wir haben uns ein Beispiel angesehen, wie man grundlegende Texteigenschaften visualisieren kann, Type-Token-Verhältnis und die ZIP-Verteilung. Und ich habe ein paar Tools und Möglichkeiten der Visualisierungspraxis gezeigt. Ich hoffe, das Modul hat Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen viel Spaß beim Experimentieren mit den unterschiedlichen Visualisierungsmöglichkeiten.